Narzissmus ist häufig leichter zu erkennen als verdeckter Narzissmus. Und wenn man im Alltag mit offenen Narzissten oder Narzisstinnen zu tun hat, dann kann man ihnen ganz klare Grenzen setzen oder ihnen auch die Bühne nehmen. Für Kinder von offen narzisstischen Vätern oder auch Müttern, da sieht das ganz, ganz anders aus. Die sind diesen Selbstdarstellerinnen und Selbstdarstellern oft leider relativ schutzlos ausgeliefert. Heute gucken wir uns an, wie sich häufig offen narzisstische Väter verhalten. Was sind typische Verhaltensweisen? Wie behandeln sie ihre Kinder? Warum machen sie das? Und was macht das mitunter mit den Kindern als Kind, aber auch Jugendlicher und Erwachsener? Was kann man machen, um sein eigenes Leben vielleicht mit so einem Vater auch besser einzuordnen und um da auch für sich besser und klarer Grenzen zu setzen, wenn man so einen Vater hat. Das alles schauen wir uns heute an. Es gibt natürlich immer richtig viele Tipps. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, ich finde, wir haben schon viele Themen hier behandelt, aber auf den offenen narzisstischen Vater sind wir noch gar nicht mal gesondert eingegangen. Und ich finde, es ist total wichtig, deswegen schließen wir heute gemeinsam mal diese Lücke und gucken uns das an. Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, super gerne, schreibt es in die Kommentare, können wir uns auch austauschen. Für alle, die regelmäßig hier sind, die wissen, jeden Samstag gibt es hier ein frisches Video, frischen Content auch, und für alle, die neu sind, abonniert gerne meinen Kanal, auch die Glocke, und dann verpasst ihr auch kein samstägliches frisches Video mehr von mir. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie verhält sich eigentlich so ein offener narzisstischer Vater oftmals, muss man auch sagen. Ne? Natürlich sind auch hier, es gibt ja nicht den einen Narzissten, aber auch offen narzisstische Väter sind sich da auch relativ ähnlich mitunter in ihren Verhaltensweisen. Ihr wisst aber auch, ein Punkt macht hier noch lange keinen kranken oder offen narzisstischen Vater aus, aber es lohnt sich vielleicht echt mal hinzugucken, denn manchmal liegt auch da der Schlüssel dessen, mal rauszufinden, warum man vielleicht in seinem eigenen Leben ein paar Probleme hat. So, jetzt tauchen wir aber erstmal ein, wie verhält sich so ein offen narzisstischer Vater. Das erste ist so wie man offenen Narzissmus häufig eben kennt, ne, laut, stolz, eben auch die Kinder, die eigenen Kinder sich den eigenen Kindern gegenüber schlecht zu benehmen. Das machen offen narzisstische Väter tatsächlich, und zwar sehr oft, müsst ihr mal darauf achten, unter dem Label der harten Hand, der Realität oder konservative Erziehung. Die Kinder müssen eben auf das Leben vorbereitet werden, denn das Leben schenkt ihnen ja auch nichts. Ihr merkt schon in der Sprache, kommen wir auch noch drauf, die ist oft sehr laut, sehr bestimmend, und so ist es auch hier bei Felix. Ne? Wir geben unserem Sohn Felix nicht viel Taschengeld. Wir geben ihm das Nötigste. Es ist bald Abitur. Ja, der Felix muss jetzt halt auch viel im Supermarkt arbeiten. Ja, es ist nicht leicht, aber wollen wir ehrlich sein, keinem wird im Leben etwas geschenkt. Und es ist doch wirklich wichtig, dass er auch weiß, wie man Geld verdient. Nicht wahr, mein Sohnemann? Und Felix stand neben seinem Vater, der mal wieder seine große Rede dort, stand mit Nachbarn zusammen, schwang. Er stand dort, Felix total übermüdet eigentlich. Das Abitur lag vor ihm, sein Vater hatte hohe Ansprüche. Und jetzt musste er auch noch zumindest ein bisschen Geld, wollte er für sich verdienen, weil er wollte auch mit seinen Kumpels irgendwie natürlich mithalten und wollte auch ein bisschen Playstation-Spiele haben. Und er war völlig fertig. Und sein Vater brüstete sich immer damit, dass er die Kinder doch aufs Leben vorbereiten würde. Und so war er immer der Leidtragende. Dann gab es noch seine Schwester, die Amelie. Und die war so ein bisschen wie ein Prinzesschen. Es gab auch oft eine Konkurrenz zwischen den beiden. Prinzesschen nannte er sie nämlich immer. Und sie bekam scheinbar auch irgendwie alles, während Felix doch so klein gehalten wurde. Aber sie durfte auch keine Widerworte ihrem Vater gegenüber haben. Es lief immer so lange gut, wie das Prinzesschen eben machte, was der Papa gerne wollte. Jetzt musste sie aktuell gerade zum Schwimmunterricht gehen. Der Vater hatte gehört, dass in der Nachbarschaft jetzt auch viele schwimmen. Also musste Amelie jetzt schwimmen. Sie wollte so gern zum Fußball. Aber dort durfte sie nicht mal mehr eine Stumperstunde machen. Männersport, sagte er, sowas macht doch mein Prinzesschen nicht. Ja, und so durfte auch Amelie eigentlich nicht wirklich das machen, was sie wollte. Und er war stolz darauf, die Kinder eben so auf das Leben vorzubereiten und in die richtige Richtung zu lenken.
Dann haben sie ja häufig auch bei stark narzisstischen Menschen eben die Fantasiererei über Ruhm, über den Erfolg, den sie haben und diese eigene Überlegenheit, die sie ja auch scheinbar, also ich nenne es ja immer, haben wollen. Das haben sie oft überhaupt gar nicht, stellen es aber gerne so dar. Und man muss auch ganz klar sagen, das sage ich euch so oft, es gibt viele narzisstische Menschen, also stark narzisstische Menschen, ja, die sich selber auch als Narzissten bezeichnen. Die finden das auch noch richtig gut. Die sagen, ja, ich bin ein Narzisst, ja, ich finde es richtig gut. Und ja, nehmen das dann auch sozusagen als Label, weil sie sich ja auch selber so mit brüsten und so bezeichnen, sich den eigenen Kindern schamlos abwertend zu benehmen mit ihrem fiesen Humor, wollen wir ehrlich sein, der Humor von Narzissten, schaut mal hier oben und hier unten, ja, diese kleinen Witzchen, Scherzchen, wie sie nennen, die sie auch den Kindern gegenüber machen, ja, die alles andere als witzig sind, die einfach nur Abwertung sind. Und Kinder dieser Elternhäuser, dieser Väter, die werden halt ständig von diesem Vater eben abgewertet. Und das ist auch der nächste Punkt, nämlich sie führen die eigenen Kinder wirklich schamlos vor. Sag schon, Sally, was du wieder in der Schule geschrieben hast. Ja, sag doch mal, die Deutscharbeit, die du gemacht hast. Oh. Und Sally saß da wieder, wurde total rot. Wieder führte ihr Vater sie vor der gesamten Familie vor ihrer Cousine. Und sie fühlte sich wieder einmal so schlecht. Das machte er regelmäßig. Und dann kam manchmal auch ihr Bruder dran. Er war echt zu blöd, den eigenen Führerschein gleich zu bestehen. Also wirklich, ich meine, ich brauchte einen Anlauf, ja, also so ein Idiot irgendwie auch, ja. Aha, ich wieder mit meiner Ehrlichkeit, schonungslos ehrlich bin ich, aber da müssen die Kinder eben durch, so bin ich eben. Und so war es jedes Mal, ja, und viele aus der Familie lachten sogar mit, fanden das witzig, für die Kinder war es einfach nur schrecklich. Und das ist tatsächlich so, dass da wirklich ja eben oft auch Grenzen überschritten werden und die Kinder auch so öffentlich sozusagen abgewertet werden und die das auch noch richtig witzig finden. Unter dem Label eben, ist das nicht witzig? Ist ja alles andere als witzig. Sie nehmen ihnen die schönen Momente, in denen die Kinder glänzen könnten. Da wird mir schon wieder ganz anders. Aber das machen sie eben leider auch, denn sie brauchen selbst daran sieht man auch, wie gering dieser Selbstwert ist, selbst wenn sie noch so laut sind, dass sie sogar es nicht schaffen, die eigenen Kinder auf Augenhöhe zu behandeln, ihnen die Bühne so zu überlassen, wenn sie die eben auch haben, sondern sie müssen sich immer in den Vordergrund drängen. Was meine ich damit? Ne? Nach der Zeugnisübergabe stand die gesamte Familie in der Aula. Und ja, der Sohn, der Tom, war total stolz, denn er hätte ein richtig gutes Zeugnis bekommen. Und er dachte, jetzt steht man so ein bisschen zusammen und wollte halt zusammen einen Orangensaft trinken. Die ganzen innere Familienkreis war irgendwie da, die Oma auch. Und jetzt dachte er, jetzt spricht man auch so ein bisschen über ihn und über sein Zeugnis. Aber wieder einmal stellte sich sein eigener Vater in den Mittelpunkt. Er begann erst einmal zu sagen, das hast du gut gemacht, und zack, war das Gespräch wieder bei sich. Er redete erst einmal über das Business, total laut, dass auch alle guckten. Ja, wir bauen da am Ortseingang den Komplex. Ich weiß nicht, da hinten, hallo Frau Meier, Sie kennen doch, Sie wohnen doch da nebenan. Wir bauen das ja. Ja, wir kennen uns auch aus, wir haben ja auch total viel Erfahrung irgendwie auch. Ja, ich hoffe, dass der Kleine hier irgendwann auch mal in Papis Fußstapfen auch tritt. Ist ja noch ein weiter Weg, ne? Da ist noch einiges zu gehen. Ja, und dann ging es weiter zu seinem Lieblingsthema Golf. Und der eigene Sohn auf seiner Veranstaltung wurde dann ständig zum Getränkeholen geschickt, weil der Vater überhaupt nicht aufhörte, seine unsäglichen Monologe zu halten. Und der Sohn, der kleine Tom, geriet da völlig gar außerhalb des Fokuses. Dabei war es seine eigene Veranstaltung. Oder auch die Hochzeit der eigenen Tochter. Der Vater hält die Rede artet völlig aus. Er erzählt peinliche Geschichten über die Tochter. Also da sind wir allerdings schon auf dem Extrembereich auch, aber den gibt es, wie gesagt, durchaus auch, um jeden Preis quasi sich auf die Bühne zu stellen. Selbst dann, wenn andere ihren schönen Tag, ihren schönen Moment haben, dann wollen sie den sozusagen auch rauben. Besonders schlimm dann, wenn dann vielleicht eine Partnerschaft, es gibt ja auch die Kombination, dass zwei Narzissten beispielsweise in einer Partnerschaft sind, ja, wenn also wirklich niemand dann auch dieses Kind verteidigt und die Situation, sag ich mal, wieder gerade rückt, sodass der Tom in dem Fall
im Mittelpunkt ist. Und das ist dann natürlich ganz schrecklich. Wie ich eben schon gesagt habe, sie brauchen ihren Auftritt. Und wenn man als Kind eines offen narzisstischen Vaters aufwächst, dann kennt man das schon. Ja. Denn ihr merkt ja auch bei meinen Beispielen, die Sprache von Narzissten ist unfassbar laut oftmals, auffällig mitunter auch. Sie sind immer sehr oder wollen immer sehr präsent sein, merken aber gar nicht, dass sie da in einem Großteil der Fälle wirklich drüber sind einfach. Und als Kind kennt man das schon. Ne? Der Vater hat so eine ganz merkwürdige Betonung, die er an den Tag legt, auch sehr laut. Man hat peinliche Momente wirklich ein Leben lang, ob das jetzt im Zug ist, wo er das ganze Abteil quasi unterhält mit seinen lauten Gesprächen oder wenn er im Restaurant wieder einmal den Kellner laut kommen lässt oder sogar den Koch. Also es ist überall, wo er ist, braucht er die Aufmerksamkeit und die holt er sich sehr oft über die Sprache, seine Stimme und auch seine Lautstärke. Und das ist ihm scheinbar nichts peinlich und deswegen ist einem das mitunter schon aus Kindheitstagen unfassbar unangenehm mitunter. Ne? Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Da entstehen diese Fremdschämen-Momente mit dem eigenen Vater. Habe ich auch mal ein Video gemacht, kann ich euch echt ans Herz legen. Hier oben, hier unten verlinkt. Ne? Es gibt leider diese Fremdschämen-Momente, habe ich sie genannt, mit Narzissten. Und es ist natürlich super unangenehm, wenn man so aufwächst mit dem eigenen Vater, ständig solche unangenehmen Momente hat. Ich habe euch eben gesagt, das ist einmal dieses krasse Vokabular manchmal. Ne? Vielleicht auch, wenn er ein bisschen zu viel getrunken hat, wird er wirklich obszön mitunter irgendwie auch. Hinter verschlossenen Türen genau das Gleiche. Er wertet die eigenen Kinder mit wirklich Schimpfwörtern ab, was sich keiner außen vorstellen kann. Dann habe ich es genannt, die eklige Lautstärke. Da kann auch eine Auswirkung sein heute, wenn euer Vater sehr laut war vielleicht und stark narzisstisch, dass ihr damit heute überhaupt nicht mehr gut zurechtkommt, wenn Menschen so unglaublich laut sind. Ich will nichts vorgreifen, aber da kommt es manchmal her. Dann die Selbstüberschätzung und dieses Prahlen in der Öffentlichkeit und auf Veranstaltungen. Ne? Dann ist es vielleicht auch schon so, dass man mitbekommt, dass Menschen durchaus auch schon die Augen verdrehen. Also das sehen stark narzisstische Menschen oft gar nicht, weil sie oft auch gar kein Feingefühl so haben, dass eigentlich schon der halbe Raum die Augen verdreht, wenn sie sehen, dass der oder sie, also in dem Fall der Vater, so den Raum betritt. Ne? Freunde der Eltern wenden sich immer wieder ab, auch das ist etwas, ne, wenn man so aufwächst, entweder wechseln sie vielleicht häufig das Umfeld oder es ist auch so, dass viele Freunde, die ihr vielleicht auch als Kinder liebgewonnen habt, der Eltern plötzlich Feinde sind. Weil man auf der einen Seite noch zusammen im Urlaub kann das ja bei Narzissten stark wechseln und so sind auch die Freundschaften der Eltern super fragil und super wechselnd. Sie engagieren sich oft auch sehr oberflächlich für Leidende und benachteiligte Menschen mitunter auch groß öffentlichkeitswirksam, wirken nach außen hin, scheinbar doch total sozial, aber es ist eben alles nur oberflächlich und wenn man dort zu Hause mit so einem Vater wohnt, dann merkt man, wie abfällig er mitunter darüber redet, über die anderen Menschen, denen er da hilft, die er dann abwertet. Das kann auch sehr verstörend sein im Extremfall. Auch das oberflächliche Wissen, was sie oft haben, sie wollen ja oft viel wissen, ihr wisst ja bei Narzissten, die überschätzen ihr Wissen, aber sehr oft schätzen es falsch ein, der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, hier oben und hier unten nochmal verlinkt und sie haben halt ein oberflächliches Wissen. Als Kind glaubt man erstmal, dass das, was der Vater so laut von sich gibt und so, es muss ja stimmen. Wenn man aber selber erwachsen wird, dann merkt man irgendwann, da stimmt vieles vielleicht auch einfach nicht. Ja? Und das ist einem dann vielleicht auch peinlich, wenn es Diskussionen gibt und der Vater dann wieder ausholt und der absoluten Meinung ist, dass er im Recht ist. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Selbstüberschätzung des offen narzisstischen Vaters. Das ist auch so ein Punkt. Selbst in dieser Tochter-Sohn-Vater-Konstellation, der Vater will gewinnen. Ja, also das ist ja eigentlich erstmal ein bisschen komisch, dass man denkt, aber ist doch der Vater und als Vater lässt man doch auch mal ein Kind gewinnen, damit es ein Erfolgserlebnis hat. Das ist aber nicht so, sondern das Gegenteil ist sehr oft sogar der Fall. Irgendwann kommt ja auch der Punkt, wo vielleicht ein Sohn besser wird sozusagen oder geschickter ist, mehr weiß als der Vater oder andere Sachen weiß oder auch die Tochter und man lässt dann den Vater sozusagen gewinnen. Man nimmt sich zurück sozusagen, wenn man schon weiß, wenn man das nicht macht, dann hat man vielleicht eine schlechte Zeit, dann ist er auch schlecht drauf.
Bei Söhnen habt ihr das oft, die setzen sich in Konkurrenz. Später lässt man sie, wie gesagt, bei allen möglichen Dingen gewinnen, damit die Stimmung gut bleibt. Ja, du hast die Facharztprüfung besser bestanden, Papa, das stimmt, ja, ich habe sie gemacht. Wissen aber, der Papa hat es gar nicht besser gemacht, die Facharztprüfung. Ja. Aber sie geben ihm quasi die Bühne, sie bejahen es, weil sie wissen, wenn sie das jetzt diskutieren würden, würde es nur in einem großen Streit ausarten. Ja, Konkurrenzsituationen mit ihm und den Kindern werden mitunter auch wirklich erzeugt. Also das muss man wirklich sagen und das macht natürlich was mit einem. Ne? Wenn man immer denkt, der Vater, ja, es ist einfach Stress, also man kann weder entspanntes Spielen noch entspanntes Zusammensein, noch sich auszutauschen, wenn es immer ausartet in der Konkurrenz, ist es einfach wahnsinnig anstrengend als Kind, als Jugendlicher, wenn man oft da nicht quasi gewinnen kann. Und dann wird man älter und man bleibt aber mitunter auch in dieser Rolle erstmal drin, weil man einfach keinen Unfrieden haben will und weiß, es artet dann einfach aus. Das nächste ist die Lächerlichkeit in der Jugendlichkeit. Der Vater macht einen auf jung sozusagen. Ja? Versteht mich nicht falsch, ist toll, wenn man auf sein Äußeres achtet, aber er achtet, also so ein offen narzisstischer Vater achtet halt peinlich genau die ganze Zeit auf sein Äußeres und steht ständig vorm Spiegel, trägt super auffällige Kleidung und will sich halt auch darüber immer in den Mittelpunkt setzen und betont auch oft, wie jugendlich er noch ist und macht so ein bisschen, ich sag mal, einen auf jung. Ich habe es dir gestanden, das ist ein bisschen eher Clown, ja, als alles andere. Es hat clownartige Züge sozusagen mitunter auch und es kann als Kind super unangenehm werden, also als Kind und Jugendlicher und auch wenn man erwachsen wird. Denn, dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, es kann durchaus sein, dass so ein offen narzisstischer Vater andere Frauen ständig anmacht. Es kann sein, dass ihr so aufgewachsen seid, dass ihr es schon kennt. Auch da sind wir bei Fremdschämen-Momenten. Der Vater hat alles, was zwei Beine hat und vielleicht weiblich aussah, ja, angemacht. Ihr habt das jetzt also keiner blieb da vielleicht verschont. Ihr kanntet das vielleicht auch schon. Beim Einkaufen als Kind, das Geflirte mit den Verkäuferinnen, mit den eigenen Mitarbeitern, er war selbstständig, das schon früher immer geflirtet, sogar vor der eigenen Mutter. Jetzt im Alter macht er sogar die Freundin vom Sohn Jakob an. Schönes Kleid hast du da heute, heute ist ja unfassbar heiß, dann sollte man auch eher was Kürzeres tragen. Solche komischen Scherze, Sprüche kommen da von dem Vater. Ja, schön siehst du aus, kommt da vielleicht oder durch etwas längere Umarmung der Schwiegertochter entspee, was dem einem als Sohn oder auch Tochter unfassbar unangenehm sein kann. Das habt ihr, wenn es wirklich sehr extrem ist, ist es sehr übergriffig, aber das gibt es durchaus und da wollen wir ehrlich sein, das wird eher schlimmer, weil natürlich die Attraktivität im Alter vielleicht nicht mehr ganz so gegeben ist, ihre Zufuhr von außen dadurch nicht mehr kriegen, gerade wenn sie vorher relativ attraktiv waren, wird es natürlich eher schlimmer. Da muss man auch sagen, was ganz Schlimmes ist auch, dass der Vater das Erreichte der Kinder ständig abwertet. Das ist Gift für den Selbstwert der Kinder eines offen narzisstischen Vaters. Er belächelt das Erreichte, macht sich lustig über das Erreichte, ja, auch vor anderen Menschen eben. Und das ist wirklich schlimm. Da kann ich euch auch auf mein Buch nochmal hinweisen, also nicht nur das Thema, sondern auch ganz viel, also überhaupt offen narzisstischer Vater, hier oben und hier unten verlinkt. Da gehe ich auf das Thema auch nochmal ein, auch was es mit einem macht. Und es gibt auch eine ganze Handvoll Tipps, also hier schon mal ein kleiner Hinweis, wenn euch das interessiert. Dann gibt es als nächstes das ungesunde Verhalten, habe ich es hier genannt, der eigenen Mutter gegenüber. Wenn ihr in der Literatur schaut, habe ich da auch was gefunden, was mich da auch hellhörig eben gemacht hat, was durchaus auch ich bestätigen kann, ist diese höhere Bewertung der Kinder gegenüber der Partnerin innerhalb der Familie. Also das ist wie so eine Konkurrenzsituation mitunter auch. Und es kann da verschiedene Dynamiken einfach auch geben. Ne? Man will vielleicht als Kind dann die Mutter auch beschützen vor diesem übergriffigen, abwertenden Partner und bildet mit ihr eine ungesunde Allianz. Vielleicht wird man dann sogar bei der Mutter, der eigenen Mutter, ein Partnerersatz sozusagen auch. Ja, der engste oder die engste Vertraute, ja. Und ist ständige Krisen, die eben zu Hause sind, da stellt man sich in die erste Reihe schützend vor die eigene Mutter. Natürlich kann es auch sein, dass es der Partner ist. Also ihr wisst ja auch, bei mir könnt ihr alles tauschen. Der Vater hat vielleicht auch ständig Freundinnen, muss man auch sagen. Stark narzisstische Menschen gehen sehr häufig fremd und sie brauchen das mitunter auch als Zufuhr. Es hat verschiedene Gründe. Kann ich euch hier auch mal ein Video empfehlen, hier oben und hier unten.
Und auch das ist natürlich total belastend, weil man überhaupt nicht lernt, wie gesunde Beziehungen funktionieren. Man kennt nur ja diese Abwertung mitunter und diese dysfunktionalen Beziehungen der Eltern. Ja, besonders schlimm finde ich auch, wenn der Vater so eine öffentliche Person ist. Das kann total viele Dimensionen haben. Also es kann jemand sein, der tatsächlich vielleicht vor der Kamera steht, also es könnte irgendein Schauspieler sein oder so, eine öffentliche Person, ein gefeierter Manager. Ich habe euch das vorhin gesagt, ne? Der kleine Tom, wo der Papa, der sich da so selbst darstellt, irgendwie der Bauunternehmer im Ort ist, ne? Schon bekannt auch für sein Auftreten. Das kann der Bürgermeister auch sein, ne? So eine Person. Ortsvorsteher mitunter auch in einem kleinen Ort, Pastor, ne, der Pastor, der sich einsetzt, der laut ist, aufrüttelt sozusagen, und zu Hause hat man vielleicht quasi die Hölle auf Erden. Das macht es natürlich nochmal viel schlimmer, weil die dann oft nicht kritisiert werden scheinbar, beziehungsweise ihre Kritiker schnell mundtot machen. Und man dann sich so ein bisschen auf verlorenem Posten mitunter auch wiederfindet, wenn man mit so einem stark narzisstischen Vater eben aufwächst. Und das nächste ist eben abschließend das gesamte Schauspiel der Familie habe ich es genannt. Es ist eben oft ein Schauspiel nach außen. Das wollen eben auch offene Narzissten sehr häufig. Die perfekte Familie, es ist Teil dieser Fassade. Mein Haus, mein Auto, mein Garten, meine Kinder, meine Frau oder mein Partner kann auch sein. Ne? Also es gibt da verschiedene Konstellationen, aber auf jeden Fall das Materialistische ist oftmals sehr nach außen, wird auch oft nach außen dargestellt, und das habt ihr auch in verschiedenen sozialen Schichten. Also das ist je nach sozialer Schicht eben etwas. Aber hinter den Kulissen, diesen Kulissen nach außen, den scheinbar tollen Kulissen, ja, erleben Kinder etwas komplett anderes. Denn ich habe euch sehr oft gesagt, dass stark narzisstische Menschen auch depressive Phasen haben. Ja? Das heißt, wenn sie sich finanziell übernommen haben, und das passiert tatsächlich, ja, weil sie sich eben überschätzen, den Sinn für die Realität verlieren, glauben, sie sind irgendwie die Allergrößten, sich beruflich überschätzen, vielleicht auch die Kündigung kassieren oder abgewählt werden von einem Posten oder Pöstchen, verlassen werden, ihr Lügengerüst zusammenkracht, auch das kann, sie lügen ja sehr oft. Ja, und die ganze Welt dann zusammenbricht, allerdings hinter dieser scheinbar schillernden Kulisse. Und dann hat man zu Hause quasi ein Häufchen Elend, Vater erstmal sitzen, der überhaupt nicht, den man vielleicht auch als Kind mit aufbauen muss sozusagen. Und das ist ganz schwierig, weil da habt ihr so zwei Extreme, die ihr dann mitgehen müsst, und ihr lernt quasi so Mini-Schauspieler zu werden, ist doch alles toll, und auch dieses Spiel nach außen mitzumachen, und lernt gar nicht, euch authentisch zu verhalten, und dass es gar nicht gut ist, wenn man immer so nach außen schauspielt, dass man es gar nicht muss, vor allem auch im engen Freundeskreis, sich auch mit Menschen umgeben kann, denen man auch was erzählen kann, wo man auch mal sagen kann, es geht einem schlecht, weil das immer so ist, wir, die Familie gegen den Rest der Welt. Das habt ihr oft in diesen ungesunden Familien, eben auch mit solchen Vätern. Ich habe es genannt hier Glanz und Gloria nach außen. Genau, finanziell ist die Familie im Abgrund, aber Papa, also der offen narzisstische Papa, fährt das fette Auto. Es gibt keine Weihnachtsgeschenke für die Kinder, aber er muss ins tolle neue Restaurant sich da zeigen und sich auch die allerneuesten Designerklamotten kaufen. Ne? Wie gesagt, die Konsequenz ist, habe ich hier auch nochmal, wird Schauspieler einer heilen Welt, wo es hinter den Kulissen tatsächlich ganz anders aussieht. Das sind nur einige Punkte, und jetzt müssen wir natürlich mal gucken, zum einen, warum verhalten sie sich so, aber dann auch vor allem, was macht es mit einem? Was kann man machen? Häufig, wenn man genau mal hinguckt, kommen sie selbst aus einer stark narzisstischen Familie. Erklärt viel, entschuldigt nichts. Ihr habt oftmals diese Konstellation, stark narzisstische Großeltern, erwähne ich auch in meinem Buch. Also wie gesagt, wenn ihr da eintauchen wollt, hier oben, hier unten auch nochmal ein Video dazu. Also oft sind es leider Konstellationen, die sich fortsetzen. Und das erklärt eben viel. Also wenn ihr eure Großeltern anguckt, dann werdet ihr da vielleicht auch etwas finden oder ihr werdet vielleicht auch viel mitmachen müssen. Wie gesagt, erklärt viel, entschuldigt aber nicht schlechtes Verhalten den eigenen Kindern gegenüber. Sie haben häufig einen wirklichen Mangel an Empathie, also eigene Kinder so fortzuführen, so abzuwerten, zu belächeln, ja, die bloßzustellen.
das kann man nur machen, wenn der Mangel an Empathie durchaus ausgeprägt ist. Ansonsten, wenn man sich das vorstellt, mir bricht es immer, wie gesagt, dann das Herz, wenn ich auch mal sowas mitbekommen habe oder wenn man das auch für sich selber sich einfach vorstellt. Ja. Dann auch Machtfantasien, auch das ist was, ne, dass diese Allmachtsfantasien, die wir oftmals haben, diesen Größenwahn, das ist auch etwas, dass sie halt, es ist auch also ein Grund ist. Ne? Dann haben sie keinen Bezug oft zu ihren Kindern, wenn das sehr ausgeprägt ist. Sie sollen Bewunderer sein, die eigenen Kindern. Sie sollen das Bild nach außen, was ich euch eben schon gesagt habe, was ich, mein Haus, mein Auto, mein Garten, mein Hund, meine Katze, also alles Mögliche, was ein scheinbar doch tolles, perfektes Bild nach außen ist. Man ist quasi Teil dieses Schauspiels, dieses perfekten Außenbildes. Und für sie ist es so erlernt mitunter, so sieht eine Familie aus und wenn das nach außen hin werden, das schon alle glauben, dann ist ja auch alles gut. Und man vervollständigt quasi nur wie so ein Puzzlestück, ja, nur dieses Familienbild nach außen. Und das ist eben auch etwas, also wie gesagt, tiefes Einfühlen ist da oft einfach auch nicht, auch wie gesagt, kein wirkliches Interesse an den Kindern, eher Interesse, dass die Kinder, wir hatten das vorhin mit dem Hobby, ne, die Kleine wollte irgendwie Fußball spielen, macht ein Mädchen nicht, du schwimmst, ja. Also es geht mehr darum, die eigenen Ideen weiterzuführen. Oder der Sohn, der dann Facharzt auch wurde, wie der Papa. Ne? Also es soll etwas weitergeführt werden oft. Oder der Vater hat irgendwelche Vorstellungen und diese Vorstellungen werden dann eben auf das Kind projiziert. Und auch manchmal das, was er nicht geschafft hat, dass das Kind eben weiterführen soll. Und das ist natürlich für die Kinderseele totales Gift. Auch diese ständigen Abwertungen, um sich selber aufzuwerten, das ist oft der Hintergrund. Ne? Habe ich euch ja gesagt, also selbst narzisstische Eltern werten die Kinder ab, um ihren eigenen geringen Selbstwert zu stabilisieren. Unfassbar, aber tatsächlich groß ausgeprägten Sinn, also wenn es sehr ausgeprägt ist, durchaus leider so. Ja, was macht das mit den Kindern? Das ist natürlich total individuell. Ihr wisst das ja, jeder Mensch ist unterschiedlich. Die Elternhäuser sind ganz unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, wie, wenn ihr so einen Vater gehabt habt oder habt, wie ist die Mutter dazu? Ja, wie steht sie, dass sie euch verteidigt? Oder, also diese Rollenverhältnisse, ist sie auch stark narzisstisch? Weil, wie gesagt, die Kombi habt ihr manchmal auch. Und das kann eben unterschiedliche Auswirkungen haben. Hier sind einige davon, man hat halt wenig Selbstwert. Ja. Klar, wenn man immer runtergemacht wird, runtergeputzt wird, lächerlich gemacht wird, das macht was mit einem. Und dann für sich einzustehen, zu sagen, hey, ich bin gut, was ich mache, was ich tue, wird natürlich schwierig. Man kann durchaus selbst stark narzisstisch werden. Auch das ist leider ein Weg, der passieren kann. Ja. Muss man natürlich gucken, wie stark ist das auch einfach oder inwieweit hat man vielleicht auch Dinge einfach falsch gelernt, die man durchaus auch ändern kann, wo man auch Dinge gesund lernen kann. Man lernt leider in solchen Elternhäusern nicht, wie gesunde Beziehungen funktionieren, sondern wie ungesunde Beziehungen funktionieren. Man wird ein Abbild des Vaters sozusagen und erfüllt seine Wünsche. Was ich euch vorhin gesagt habe, also wie gesagt, als Sohn soll man dann irgendwas beruflich fortführen, macht was man gar nicht machen will. Als Tochter will man ja unbedingt die Prinzessin bleiben, also muss man auch das, was das Papa wieder sich da irgendwie ausgedacht hat. Ja. Und das sind alles so Punkte, wo man sich natürlich von sich selber und seiner eigenen Identität total entfernt oder sie erstmal gar nicht entwickelt. Man fühlt sich nie genug, ja, das ist auch sehr traurig. Ach so, da kann ich euch nochmal ein Video, packe ich euch hinten dran. Wenn ihr dieses Nie-Genug-Gefühl habt, das kann sich sehr ausentwickeln, das finde ich sehr wichtig, das packe ich euch hier hinten nochmal dran. Man schämt sich für den Vater, ich habe euch gesagt, diese Fremdschämen-Momente, ganz schrecklich. Also es ist dann wirklich so, ihr ladet vielleicht euren Vater ein und es ist euch vielleicht sogar unangenehm, sowohl zur Hochzeit oder auch zu anderen Feierlichkeiten, zu wissen, da kommt der Vater wieder und der benimmt sich vielleicht wieder schlecht, er fängt wieder an, ja, laut zu werden, übergriffig zu werden und das kann leider auch sein. Man will geliebt werden und man wird es nicht. Ja, also das macht auch was mit einem. Also man denkt immer die ganze Zeit, naja, der Papa macht einen so runter und der ist so kühl, aber der hat ja auch, wenn er diese depressiven Phasen hat, vielleicht auch eine etwas andere Seite. Und wenn ich mich genug anstrenge, dann wird er schon lieb zu mir sein. Und wenn es aber sehr stark ausgeprägt ist, dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so sein. Ja? Man steht ständig im Schatten dieses glänzenden Vaters, ne? Dieses sich selbst nach außen, selbst darstellende, präsentierende Vater,
Das ist natürlich auch blöd und schrecklich für die Kinder, ja, dann, weil wie gesagt, wenn er sich sogar überall so die Bühne schnappt und sich selbst so darstellt, ist es auch für ein Selbstbild natürlich Mist. Man hat Angst vor wirklich lauten, sogar übergriffigen Männern, also man hat wirklich, man zuckt wie zusammen, wenn jemand sehr laut ist, sehr übergriffig, kann auch schlecht Grenzen setzen, weil die natürlich immer bei einem selber überschritten worden sind. Und das kann dann im Alter wirklich Probleme machen, also wenn man älter wird, im Job zum Beispiel, dass man sich echt durch so laute Kollegen kaum durchsetzen kann, weil man so Angst hat, man wird irgendwie getriggert und fühlt sich zurückversetzt an den Vater. Dabei hat der Kollege, der auf gleicher Ebene arbeitet, überhaupt nichts mit dem Vater zu tun, man verfällt in alte Muster. Das kann euch ziemlich hemmen. Könnt ihr auf meinem Kanal auch mal stöbern, zu diesen ganzen Themen habe ich aber auch viele Videos, wie man sich stärken kann. Narzissten, wie ich genannt, zieht man magisch an, ja, obwohl man den Vater vielleicht sogar ablehnt. Habe ich euch so oft gesagt, ist ein leider erklärbares Phänomen sozusagen, also psychologisch erklärbar, dass man sich tatsächlich zu diesen Männern dann in dem Fall hingezogen fühlt, die sich vielleicht etwas anders erstmal geben, die aber genauso sind wie der Vater. Ja, wie kann man jetzt aber damit umgehen, wenn man so einen Vater hat, so aufgewachsen ist? Ich habe natürlich einen ganzen Schwung, ihr kennt mich, Tipps für euch. Wenn ihr individuelle Tipps braucht, noch ein kleiner Hinweis, könnt ihr super gerne natürlich auch anrufen, wir können per Videocall reden, können wir uns auch mal die Sache bei euch individuell eben anschauen, wenn ihr mögt. Könnt ihr online, hier habe ich euch auch mal verlinkt, könnt ihr mal schauen. Ja, erstmal Dynamiken erkennen. Das finde ich super wichtig und das ist gar nicht mal so ein einfacher Schritt, weil das unglaublich wehtun kann, was ich euch eben, und das ist nur ein Ausschnitt, ja, dessen, was man da so mitmacht, das zu erkennen, das kann unfassbar wehtun. Den Vater in Frage stellen in seiner Großartigkeit, das ist gerade bei offen narzisstischen Vätern echt so eine Sache, weil man immer denkt, na, der wird doch gefeiert, der ist doch charity-mäßig so unterwegs, ja, der ist doch so erfolgreich, alle sagen doch, Papa ist toll, so ungefähr. Man wird von außen sagen, dein Vater ist aber auch engagiert, ne? Und es ist für euch natürlich total schwer, diese Großartigkeit, Pseudo-Großartigkeit in Frage zu stellen. Vielleicht auch durchaus mal öffentlich so in Frage zu stellen, dass ihr keine Schlammschlacht macht, aber sagt, ja, der ist nach außen so ganz nett, zu mir war er das leider nicht. Ja? Also sowas zum Beispiel. Und das kann ein Riesen-Step sein bei so einem sehr dominanten Vater quasi. Das Außenbild, viele werden ihn nicht mögen, aber sagen es nicht. Das ist auch oft das Ding. Ihr glaubt oft, ja, naja, alle finden ihn ja toll, wie ich es eben gesagt habe. Die finden den doch alle großartig. Ich sage euch mal was. Ganz viele Menschen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, wenn der in den Raum kommt, die verlassen den Raum. Die denken sich ihren Teil. Die kommen nicht, weil die genau wissen, weil die schon genervt sind, weil die das nicht mögen, weil die es vielleicht auch nicht mögen, wie er mit euch umgeht. Euch aber in dem Fall vielleicht auch gar nicht helfen können, weil sie zu weit weg sind. Und das sind so Sachen, dass ihr da mal so ein bisschen kritischer werdet vielleicht auch und auch mal in Frage stellt, ob das wirklich so ist, dass das Außenbild so toll ist und ihn wirklich jeder mag. Dann auch zu sehen, er kann vieles vielleicht gar nicht gut. Nicht nur vielleicht, sondern das ist ja eben genau das, die wollen ja nach außen so grandios und toll dastehen und geht mal davon aus, dass vieles heiße Luft ist. Die sind ja wie so Luftpumpen, sagt man ja manchmal auch. Ja, da ist eine heiße Luft oft. Ja. Und dann eben zu sehen, ja, der Papa und dem Papa dann vielleicht auch an manchen Punkten mal die Realität tatsächlich zuzumuten. Mit der großen Gefahr, dass ihm das gar nicht gefällt. Facharztprüfung, zu sagen, Papa, das hast du in falscher Erinnerung? Nein. Da hast du tatsächlich etwas schlechter abgeschnitten als ich. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Aber das wollen wir mal so ein bisschen klarstellen. Ihr solltet klarstellen und auch eine klare Haltung haben und auch mit diesem Unwetter, was dann herniedergehen kann, mal ein bisschen leben. Und wenn er dann irgendwie laut wird oder so, auch zu sagen, dann beenden wir diese Diskussion jetzt an dieser Stelle, wenn vielleicht ihr irgendwo zusammensteht und es eskaliert aus irgendeinem Grund, weil ihr eine Grenze setzt, dann zu sagen, wir gehen jetzt oder es ist vielleicht besser, wenn ihr geht, wenn wir uns alle wieder beruhigt haben. Ja? Das ist eine Trainingsfrage sozusagen, also Training im Sinne von sich zu trauen erstmal, das zu machen, das auszuhalten, diese Reaktion, aber auch eine Haltung zu haben. Seht es als Prozess. Es wird keine Fee kommen, das sage ich euch so oft und wer euch das erzählt, das ist leider Quatsch. Ja? Die kommt und sagt, bing, und jetzt ist alles anders. Ja? Auch das ist ein Prozess und ich finde gerade, wie gesagt, auch so ein offener Narzisst und beim Vater, das ist eine ziemlich schwere Nummer, weil das oftmals eben, wie gesagt,
auch in der Öffentlichkeit dann schwierig werden kann, weil die sich manchmal auch nicht scheuen. Papa, sei mal leise, auch das kann man sagen, ihm zurückspiegeln, wenn man im Restaurant ist, ist es unangenehm. Ja, ihm wirklich zu sagen, weißt du was, das kannst du mal machen, wenn du alleine bist, aber das ist mir, möchte ich nicht, ist mir unangenehm. Ja? Also das wirklich mal zu spiegeln, das ist vollkommen okay. Wie gesagt, öffentlich auch andere Meinungen zu beziehen und kein Theater spielen. Man muss deswegen keine schmutzige Wäsche waschen, es geht niemandem das an. Was bei euch intern abgelaufen ist, aber tatsächlich mal so ein bisschen Realität einziehen zu lassen, ist absolut okay. Ja? Wie gesagt, zu mir war mein Vater vielleicht leider nicht so freundlich, das darf man auch mal sagen. Mögliche Auswirkungen, und das kann eine ganze Bandbreite sein, das ist bei jedem unterschiedlich tief. Das hängt von vielen Faktoren ab, wie man da rauskommt, aus so einer Kindheit einfach auch. Aber da einfach mal zu schauen, sich die Zeit auch da zu geben, weil das dauert einfach seine Zeit. Jetzt habe ich 3 Fragen. Das erste ist, hast du einen offenen narzisstischen Vater? Das zweite ist, wie genau zeigt sich das? Und das dritte ist, wie kannst du da jetzt mal beginnen, besser Grenzen zu setzen? Ihr Lieben, das war heute das Video zum offenen narzisstischen Vater. Hier findet ihr jetzt die anderen, dieses Gut genug Video zum Beispiel. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Abonniert, wie gesagt, gerne, dann sehen wir uns nächste Woche auf jeden Fall hoffentlich wieder. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche. Das Wetter ist ja, ich produziere das Video jetzt vor, aber aktuell ist das Wetter total warm, deswegen stehe ich ja auch im Kleidchen, weil mir so heiß ist. Aber ich werde jetzt auch bald wieder in die Fluten springen ins Wasser und wünsche euch auch eine zauberhafte Zeit. Macht's gut, bis bald. Ciao.